Hallo und herzlich willkommen hier aus unserer Trilux Akademie. Heute geht es um perfekte Beleuchtung im Bildungsbereich und wie das aussieht und wie man das mit der Opendo-Leuchte hinbekommt. Das bespreche ich heute mit der Alexa Böhm, die Produktmanagerin und Expertin für den Bereich Bildung. Mensch, schön, dass du da bist, Alexa. Danke für die Einladung, Christian. Alexa, was sind denn die Highlights der Opendo-Leuchte und Bildungsbeleuchtung? Ja, die Opendo überzeugt durch eine 1A-Lichtqualität und ein Design und ganz zum allerersten Mal bringen wir auch einen CO2-Sensor in die Leuchte. Wow, das hört sich spannend an. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Lichtqualität im Bildungsbereich, wie sollte das aussehen? Was zeichnet genau die Opendo im Detail aus? Auf der einen Seite haben wir natürlich unsere normativen Anforderungen. Die haben wir nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch zum Beispiel in Office-Anwendungen. Das sind in der Grundbeleuchtung UGR 19 oder auch die Bildschirmarbeitsplatztauglichkeit. Das kann die Opendo natürlich. Aber was haben wir noch in Klassenräumen? Die Tafel. Und auch die will natürlich optimal in Szene gesetzt werden. Und dafür bieten wir extra Wallwasher-Optiken an, sodass wir hier ein rundum sorglos Paket für unseren Kunden haben. Lichtqualität, und du hast gerade auch Bildung und Office erwähnt, da fällt mir natürlich sofort der Begriff Human-Centric Lighting, also HCL, ein. Kann das die Opendo auch und würdest du das auch im Bildungsbereich empfehlen? Auf jeden Fall. Gerade durch die vollflächige Optik der Opendo bieten sich hier natürlich Active-Ausführungen für HCL-Projekte an. Und dadurch, dass der Tageslichtverlauf durch die Beleuchtung nachgebildet wird, wird der Biorhythmus des Menschen und der Schüler unterstützt. Das heißt, demnächst gibt es bessere Noten, wenn man die am Opendo installiert hat? Das wollen wir natürlich nicht garantieren, aber ein Versuch ist es sicherlich wert. Ja, das hört sich spannend an. Und gerade im Bereich von Schulen und Bildungseinrichtungen ist natürlich auch das Thema der Kosten und der Effizienz ganz, ganz wichtig. Und wie siehst du das Thema Effizienz der Opendo auch in Verbindung vielleicht noch mit Lichtmanagement zum Beispiel? Wie du schon sagst, die Leuchte ist nur eine Säule für eine energieeffiziente Beleuchtung. Auf der anderen Seite steht natürlich das Lichtmanagementsystem. Und die Kombination aus beiden, aus unserer Opendo und aus unserem Lichtmanagementsystem LiveLink, bieten hier die kostengünstigste Alternative für unseren Kunden. Gerade auch bei der Installation ist natürlich auch immer spannend. Wie hilft da die Opendo? Was habt ihr euch da wieder einfallen lassen? Ja, die Installation soll natürlich immer schnell von der Hand gehen, um hier auch weiter die Kosten zu reduzieren. Deswegen bieten wir mit unserer Opendo die Möglichkeit eines Lichtbandes an. Das heißt, der Kunde, der Installateur, muss hier nur einmal einspeisen und kann dadurch Kosten und Zeit sparen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt vielleicht eine ältere Bildungseinrichtung habe und möchte trotzdem aber ein Lichtmanagementsystem nutzen, was gibt es da für Möglichkeiten? Ja, da bieten wir auch über unser LiveLink die Wireless-Varianten an. Das heißt, dort, wo keine DALI-Leitungen liegen und man die aufwendig nachziehen müsste, weil man Betondecken hat beispielsweise, bieten wir hier Leuchten mit LiveLink Wireless an, sodass diese dann auch über Funk vernetzt und gesteuert werden können. Wenn wir jetzt schon so über Sensorik und Lichtmanagement sprechen, du hast eben gesagt, Luftsensor. Das habe ich in Verbindung mit Beleuchtung noch nie gehört. Was habt ihr euch da einfallen lassen? Das hört sich ja richtig spannend an. Ja, das ist auch ganz neu auf dem Markt. Gerade zu der aktuellen Zeit rückt das Thema Luftqualität ja immer mehr in den Vordergrund. Und über unseren CO2-Sensor, der in den Leuchten integriert ist, wird die Luftqualität gemessen und über ein Ampelsystem an den Lehrer bzw. die Schüler oder aber auch den Arbeiter im Büro wiedergegeben. Das heißt, die Opendo ist ein Allrounder, also kann gute Beleuchtung, effiziente Beleuchtung und noch dazu beitragen, dass ich mich vielleicht ein bisschen besser konzentrieren kann, indem ich regelmäßig eine gute Luftqualität in mein Büro oder Bildung reinbringe. Jetzt sieht die aber auch noch gut aus. Also tolles Design habt ihr auch noch. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Was ist das Konzept dahinter? Ja, also es war uns wichtig, dass wir bei der Opendo eine klare Linie haben, also ein strukturiertes, zurückhaltendes Design, was sich optimal in jede Raumumgebung anpasst. Jetzt ist ja so gerade im Bildungsbereich, wenn ich investiere, dann sind Investitionskosten auch immer da. Gibt es da Möglichkeiten, wie ich da, da Unterstützung bekommen kann? Ja, auf jeden Fall. Die BMU-Fördermaßnahmen wurden ja nochmal verlängert und hier unterstützen wir unseren Kunden bei der Planung als auch bei der Beantragung dieser Fördermaßnahmen, also bieten ihnen quasi das Rundum-Sorglos-Paket. Das eine ist das Thema BMU. Jetzt ist ja so ganz, ganz viele Themen, die du angesprochen hast, wo der andere sagt, boah, wollen wir haben, aber da brauche ich jetzt Unterstützung. Wie kann Trilux mir da helfen, die beste
Beleuchtungsqualität im Bildungsbereich oder auch im Büro zu bekommen? Also der erste Ansprechpartner ist auf jeden Fall der Ansprechpartner vor Ort, nämlich der Außendienst. Und falls dieser mal nicht zu erreichen sein sollte, steht unsere Internetseite 24/7 zur Verfügung. Da haben wir auch eine ganz neue Produktseite der Opendo gelauncht, wo wirklich alle nützlichen Informationen zu finden sind. Alexa, vielen, vielen Dank für diese wirklich spannenden Insights. Sehr gern. Und wir haben natürlich für Sie, wie immer, alle relevanten Informationen für Sie verlinkt. Und deswegen freue ich mich, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.